Moin, liebe Crowd, zu Krypto mal ganz einfach. In diesem Channel wollen wir euch die vermeintlich einfachen Themen der Kryptowelt näher bringen und euch Step by Step erklären, wie ihr Teil dieser faszinierenden Welt werden könnt. Heute geht es um das beliebte Thema, warum kann ich eigentlich nicht swappen? Dazu werden wir uns mit Christian unterhalten, der euch das Thema Blockchain näher bringen wird und euch erklärt, wie ihr mit all euren Transaktionen in jedem Netzwerk auf der sicheren Seite seid. Wie auch ihr zum Gebührenprofi werdet, gleich nach dem Intro. Hallo, lieber Christian, schön, dass du hier in dem Channel mit mir zusammen berichtest. Wir haben gesagt, heute sprechen wir über das Thema, warum kann ich eigentlich nicht swappen? Das Thema ist deshalb so brisant, weil uns da öfters Fragen aus der Community zu erreichen. Heute geht es um die Frage von Roland. Er schreibt aus Köln und ich lese mal ganz kurz vor. Er sagt, hallo Eva, ich habe mir eine Wallet eingerichtet, Kryptowährung eingezahlt, genauso wie ihr das in den anderen Videos beschrieben habt. Aber immer wenn ich swappen will, scheitert meine Transaktion. Woran liegt das nur? Ja, Christian, woran liegt das, dass Roland nicht swappen kann? Kannst du uns das vielleicht erklären? Hast du eine Idee? Ganz klar, Eva. Roland hat seiner Transaktion einfach zu wenig Porto mitgegeben. Porto. Also wenn ich einen Brief verschicke, dann brauche ich Porto, beziehungsweise muss eine Briefmarke draufkleben, das ist mir klar. Aber was hat Porto von der Post mit einer Transaktion im Kryptospace zu tun? Wie meinst du das? Naja, irgendjemand muss Rolands Swap ja in die Blockchain schreiben. Und das macht keiner umsonst, sondern lassen sich bezahlen wie die Post. Ja, und wer legt dann jetzt fest, wie viel Porto oder Gas meine Transaktion benötigt? Gute Frage, Eva. Das hängt nicht etwa vom Gewicht oder von der Entfernung der Transaktion ab, sondern vielmehr von den Befehlen, die auf der Blockchain verwendet werden. Bei Ethereum-nahen Blockchain ist es so, zum Beispiel bei Binance Smart Chain, Polygon, Phantom, aber auch XDAI, dass es eine Spezifikation gibt, wo jeder Befehl Gaskosten zugeordnet ist. Das heißt, du kannst ganz einfach errechnen, wie viel Gas du jeweils brauchst. Und aus den Gaskosten ermittelt man dann die Gebühren. Man könnte also sagen, je komplexer eine Transaktion ist, desto teurer ist sie auch und desto mehr Gebühren muss man dafür bezahlen. Hierbei ist das Versenden eine native Funktion auf der Blockchain und auch auf Ethereum für unter $10 zu haben, wohingegen das Veröffentlichen oder das Deployment, wie die Techniker sagen, von Smart Contracts auf der Ethereum-Blockchain manchmal mehrere $1000 kosten kann. Woher weiß ich denn, wie komplex so eine Transaktion ist? Dazu musst du natürlich erstmal Raketenwissenschaften studiert haben und anschließend schaust du dir bitte alle Smart Contracts der Plattform, die du nutzen möchtest, ganz genau an. Raketenwissenschaften, ja. Ist klar. Also wer demnächst mehr über Raketenwissenschaften hören möchte, der sollte das hier auf jeden Fall mal liken. Nein, natürlich nicht. Wir haben ja auch noch die Wallets, die uns dabei helfen können. Und während diese Wallets bei Ethereum oder bei einer Smart Chain eigentlich ganz gut die Gebühren ermitteln können, sind sie leider extrem schlecht beim Erraten eben dieser Gebühren auf anderen Blockchains wie beispielsweise Polygon oder Phantom. Aber wir zeigen dir ja zum Glück in diesem Video, wie du zum absoluten Gebührenprofi wirst und keine einzige Transaktion von dir mehr hängen bleibt. Kleiner Disclaimer übrigens, wir können unsere Hand natürlich nicht für Smart Contracts ins Feuer legen, die wir nicht selber entwickelt haben. Ich hoffe, das verstehst du. Ja, unsere User sind vor allem im Polygon-Netzwerk unterwegs, unterstelle ich jetzt mal, weil ihr alle fleißig Crowd kauft. Können wir das nicht am Beispiel Polygon einmal nachspielen? Ich glaube, das wäre interessant und hilfreich für alle. Was meinst du, Christian? Wir schauen uns jetzt also die verschiedenen Optionen an, wie ihr zum Gebührenprofi werdet. Ich habe dazu, wie ihr hier sehen könnt, im Browser app.crowdsource.org eingegeben und wir befinden uns auf der App. Als allererstes verbinde ich mein Wallet. Das Ganze
geht relativ schnell. Jetzt bin ich allerdings noch auf dem falschen Netzwerk, da wir das Ganze ja unter Polygon testen wollen. Also kurzer Wechsel auf Polygon und einmal in MetaMask hier bestätigen, dass ich mein Wallet auf Polygon wechseln möchte. Dann im Anschluss wollen wir einfach einen Swap durchführen, und zwar USDT in Crowd. Wir haben hier noch ein bisschen was, wie wir ja gelernt haben, ist die einzelne Transaktion nicht vom Gewicht oder auch der Entfernung, die die Transaktion zurücklegen muss, abhängig, sondern von der Komplexität der Smart Contracts. Insofern klicken wir hier jetzt auf Swap. Machen noch einmal ein Confirm, weil wir dem Ganzen zustimmen, und jetzt befinden wir uns in der MetaMask. Was hier besonders wichtig ist, um sozusagen nicht in die Gebührenfalle zu tappen, die Matic hier sind eindeutig zu gering. Am einfachsten ist es, wenn ihr auf Edit klickt, dann auf High das Ganze speichert, hier nochmal auf Confirm klickt und dem Ganzen sozusagen den Laufpass gebt. Dann können wir hier sehen, unsere Transaktion ist aktuell pending. Schauen wir mal, ob uns das Ganze auch hier unter den Activities genauso angezeigt wird. Transaktion ist aktuell pending, aber wie ihr gerade gesehen habt, ist die Transaktion hier beendet, und auch in der App bei CrowdSwap wird angezeigt, dass ich jetzt 449 Crowd mehr habe. Soweit zu Option 1. Für Option 2 öffnen wir ein neues Browserfenster, geben ein Polygon Gas Tracker und sollten jetzt hier auf Polygon Scan weitergeleitet werden. Das heißt, wir haben hier eine schöne Übersicht darüber, wie es aktuell auf der Blockchain aussieht. Das Ganze gibt es nicht nur für Polygon, sondern eigentlich für alle Blockchains, die Smart Contract Verträge haben. Und wie ihr sehen könnt, die Gebühren sind, oder die Gaskosten sind hier schon relativ hoch mit 60 Gwei. Für gewöhnlich liegt das im Bereich von 30. Ja, also hier können wir uns orientieren hinsichtlich der Gwei, die aktuell verwendet werden. Und wenn wir jetzt hier nochmal in unseren Swap reingehen, den ganzen Swap nochmal ausführen, das Ganze auch nochmal bestätigen, dann kriegen wir nochmal MetaMask angezeigt. Und wenn wir hier auf Edit klicken, dann können wir auch in den erweiterten Optionen können wir maximale Priority Fee und maximale Fee in Gwei angeben. Und das ist doch sehr einfach, dann hier einfach mal zu schauen, wie ist aktuell die Auslastung. Aktuell sind wir hier bei 94 Gwei, also müssten wir, wenn wir eine Ausführung innerhalb von 5 bis 10 Sekunden haben wollen, einfach 95 Gwei eingeben. Das Ganze können wir jetzt hier dann auch einmal uns anschauen, wie das aussieht. Das heißt, wir machen hier 95 Gwei, Maximal-Fee ist 96. Jetzt wird uns zwar hier angezeigt, dass die Max-Priority-Fee zu hoch ist. Das Ganze soll uns aber egal sein, weil es auf Polygon nicht die Welt kostet. Ihr seht hier, das Ganze wird dann umgerechnet in Matic. Das sind 0,02 Matic bei einem Preis von Matic, der aktuell ungefähr bei 1,50 $ liegt. Ja, kann man ausrechnen, wie viel Cent das Ganze jetzt beträgt. Für diese Transaktion jetzt hier aus und sollten dann auch relativ schnell innerhalb von 5 bis 10 Sekunden sehen, dass unsere Transaktion auch erfolgreich war. Kann das Ganze hier schließen, habe jetzt wieder 449 Crowd mehr. Ja, sag mal, Christian, was kann ich denn machen, wenn die Gaskosten gerade extrem ansteigen, in dem Moment, wo ich meine Transaktion bestätigt habe oder ich zu wenig Gaskosten eingestellt habe? Gibt es da eine Möglichkeit? Du kannst in der Historie deiner Wallets alle Transaktionen einsehen, auch diejenigen, die gerade hängen geblieben sind, und hast die Möglichkeit, diese dann zu beschleunigen. Ich zeige dir das gerade mal an einem Beispiel. Was machen wir also, wenn unsere Transaktion einfach nicht zu Ende kommt? Dafür muss ich das Ganze einmal simulieren. Ich habe hier 20 USDC jetzt in Crowd
überführt, klicke hier auf Swap Token, dann auf Confirm und in der Wallet werde ich jetzt gefragt nach den Gebühren, die ich einstellen möchte. Und ich möchte hier wirklich mal ganz wenig einstellen. Wir speichern das Ganze mal, ist immer noch relativ hoch. Das heißt, wir ändern das jetzt tatsächlich mal ab, dass wir eine Max-Fee von 30 angeben. Und Priority Fee lassen wir mal bei 25. Speichern das Ganze. Und wenn wir sehen hier auch schon Unknown Processing Time. Es geht mir eigentlich darum, dass wir in der Wallet eine Transaktion wiederfinden, die einfach nicht fertig wird. Ich bestätige das Ganze. Das Ganze wird auch übermittelt, wie wir hier sehen können. Ist auch im Status Pending. Wir schauen jetzt mal in unsere Wallet hinein und dann sehen wir auch, ja, ist noch auf Pending. Und was können wir jetzt machen? Das ist genau die Situation, die Eva gerade gefragt hat. Was können wir jetzt machen? Wir können hier auf Beschleunigen oder auf Speed Up klicken und dann können wir das Ganze genau wieder so anpassen, wie wir es vorhin mit den beiden Optionen gelernt haben. Also entweder gehe ich auf High oder aber ich schaue mir tatsächlich an, wie ausgelastet ist die Blockchain aktuell. Hier im Beispiel von Polygon aktuell recht stark. Deswegen lassen wir diese Transaktion. Ich glaube, ihr habt insgesamt verstanden, wie das Ganze funktioniert. So, ihr Lieben, wenn auch ihr Probleme in und um den DeFi-Bereich herum festgestellt habt, dann lasst uns doch einen Kommentar zu diesem Video hier. Wir können das dann als Thema 1 unserer nächsten Videos aufgreifen und darüber berichten. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, abonniert unseren Channel und gebt uns ein Like, dann ist bald wieder DeFi-Zeit. Macht's gut und läutet ganz laut, denn now it's time to crowd out.